Ja, und damit herzlich willkommen, Leute, zum Fazitvideo von diesem Häcksler. Es ist ein Jaguar 69 TerraTruck. Gibt es in zwei Modellen, das TerraTruck-Modell 69 und 99 mit 9 Meter Orbis. Relativ gute Ausstattung, das heißt, wir haben Autofill drauf, wir haben CMOS Auto Performance drauf, Campilot beim Gras und ja, Ertragsmessung, Kartier- und Liniersensor mit Inhaltsstoffanalyse. Ich bin ihn jetzt nicht ganz 3 Jahre, aber 3 Ernten gefahren. 3 Jahre wird er quasi erst in einem halben Jahr, aber der kommt ja zu Beginn der Ernte. Von daher, das ist jetzt die 3. Saison, was ich mit dem bestreite. Ich habe ungefähr 1600 Hektar Mais damit gemacht und Grünland. $3000? Will mich nicht festlegen. Vielleicht 2,5, zwischen 2 und 2.500. Und ich glaube, da kann man schon ganz gutes Fazit dazu geben. Der hatte jetzt ungefähr 1000 Stunden runter, was eigentlich ein bisschen wenig ist. Ich habe eigentlich mit 500 Stunden pro Saison kalkuliert und die erste Saison haben wir 470 Stunden gemacht. Wie kommt das so ein bisschen zustande? Im Prinzip hat sich ja einiges da leider, was heißt leider, im Prinzip hat sich einiges geändert gehabt an den Lieferbedingungen, an den Lieferverträgen. Und ursprünglich war mehr Grünland angedacht zu produzieren oder mehr Gras zu produzieren. Leider hat sich durch die ganze Corona-Debatte der Bau eines großen Stalls so doll verzögert, dass da im Prinzip die Lieferverträge ausgesetzt wurden. Und damit entfielen halt 2 Schnitte, was ungefähr auch 200 Stunden so ungefähr ausmacht. 150, 200 Stunden pro Jahr. Das heißt, ungefähr 400 Stunden habe ich jetzt zu wenig gemacht. Ich hätte eigentlich jetzt 1500 haben wollen auf diese Maschine. Und was kann ich euch zu der Maschine sagen? Wie gefällt sie mir und würde ich die eventuell wieder kaufen und kann ich die empfehlen? Jaguar muss man sagen, oder Claas, man muss da ehrlich sagen, das ist eine grundsolide Maschine. Die begeistert wirklich durch ihre Assistenzsysteme, die sehr gut durchentwickelt sind. Also ich bin Autofill schon vor 10 Jahren beim alten Jaguar gefahren. Ist nicht mit dem hier zu vergleichen, aber es war halt ein Assistenzsystem und es kann halt einen assistieren. Das heißt, wenn Sie jetzt hier so neben einen fahren, kann der schon mal helfen und sich mal um den Hänger kümmern, während man vielleicht telefoniert. Oder ich hatte jetzt die letzten Tage ein bisschen sehr verunkrauteten Bestand. Da muss man halt mal intensiver mal die ganze Zeit hier gucken, ob das auch wirklich alles vernünftig abschneidet oder ob das auch mal stockt. Das heißt, das kann mir wirklich auch helfen, den Durchsatz zu erhöhen und auch die Arbeitsqualität zu verbessern. Und das funktioniert. Und Autofill ist inzwischen eine richtig, richtig gute Sache geworden. Den kann man da recht viel überlassen. Bergbauen mache ich immer noch alleine, könnte er zwar auch. Und musste man aber von Hänger zu Hänger verschieben. Es sind viele Dinge, die inzwischen da verbessert wurden. Auch beim Anhäckseln klappt es in der Regel sehr, sehr gut. Man muss bloß darauf achten, dass keine Bäume oder sowas in der Nähe sind. Aber dann kann man das auch nutzen. Und gerade für die Leute, die vielleicht mit Häckslerfahren anfangen, ist das schon mal ganz angenehm, wenn die sich langsam rantasten können. Und ich hatte ja nur ein paar Leute, die vorher noch nie Häcksler gefahren sind. Und denen habe ich das dann halt auch beigebracht und auch gezeigt. Und es ist im Prinzip schon mal ein guter Anfang, wenn man mit allen Assistenzsystemen anfangen kann. Und dann sagt man so, jetzt versuch mal den Turm ein bisschen zu steuern. Versuch mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Alles auf einmal neu, dann erschlägt quasi einen die Maschine. Weil man lenken muss, Turm steuern muss, Geschwindigkeit steuern muss. Das ist für viele am Anfang eine krasse Gewöhnung, weil du musst da hingucken, aber trotzdem gerade fahren, wenn du selber lenkst. Und das ist die hohe Kunst. Die Leute fangen dann an, wenn die weiter nach hinten befüllen wollen, dann lenken sie weiter rüber, weil der Kopf quasi das alles noch nicht richtig verknüpft hat. Das ist so das, was ich feststelle. Dem Anfänger wird es hiermit total einfach gemacht. Der Profi kann sich mit der Maschine immer noch ein bisschen herausarbeiten. Der sticht immer noch heraus, weil er bestimmte Punkte, wo er genau weiß, jo, da funktioniert jetzt die Automatik nicht gut, da performe ich besser. Und das funktioniert so krass intuitiv, dass du nicht darüber nachdenkst, was du dir machen lässt, sondern du weißt ganz genau, den Punkt mache ich jetzt, den Punkt lässt du ihn machen zum Beispiel. Jetzt macht er gerade den Hänger, so einen kleinen Berg rauf mit diesen kleinen HW80-Zügen. Ich kann den jetzt auch einstellen, dass er den richtig befüllt. Aber dann haut die Einstellung quasi nicht mehr für die anderen Hänger hin. Da würde ich mir vielleicht wünschen, dass es vielleicht so 3, 4
Autofill-Profile gibt. Hier sind ja auch Tasten unbelegt, dass man die durchskippen kann. Ja? Dass man einfach Profile hinterlegt, so wie das Anhäckseln und Häckseln. Dass ich das hier einfach immer wieder aufrufe, auch Autofill-Profile. Das würde die Sache schon mal vereinfachen. Das wäre schon eine super Sache. Dann kommen wir weiter zum Campilot in den Grasschwaden. Auch da ist es eine super Sache. Da gibt es natürlich Momente, wenn die Schwade klein sind, wenn viel über die Schwade gefahren sind. Wenn in der letzten Vorgewenderunde quasi das Vorgewende-Schwatt mit dem Hauptschwatt zusammenkommt. Auch da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber es ist ein Assistenzsystem, es erleichtert die Arbeit ungemein. Und wenn man nur die geraden Schwade hat und da muss man nicht lenken, dann kann man sich zum Beispiel auch besser aufs Befüllen konzentrieren und auch auf den Bestand konzentrieren. Auch das bringt richtig, richtig Punkte. Autopilotsystem, muss man ehrlich sagen, die Genauigkeit des Systems, da muss man schon ein gutes, genaues System haben, RTK oder besser, damit das richtig gut performt. Aber das Lenken an sich, das funktioniert auch gut. Ja? Und ich würde auch einen Häcksler immer wieder mit GPS-Pilot kaufen. Das ist einfach die beste Entscheidung. Du hast hier 40er, 45er Reihen, du hast 50er Reihen, da funktionieren Reihentaster sowieso nicht so gut. Da hast du immer wieder Wildschaden. Wir haben teilweise Wildschaden hier dabei, da fehlen 50 mal 50 Meter. Da verspringt mal eine Reihe, dann ist die Arbeitsrichtung schräg zur gelegten Richtung. Also ich würde nie mehr auf den Autopiloten verzichten. Das ist einfach die bessere Variante. Du kannst dich die ganze Zeit auf den Bestand konzentrieren, so wie hier. Das funktioniert einfach hervorragend. Man verspringt keine Reihe mehr, auch wenn richtig viel Schaden ist. Das läuft einfach immer grundsolide. Auch das Anschneiden, wenn man mal fürs Wild oder für die Jäger mal eine Schneise anschneidet, kann man immer wieder oder hauen immer wieder die Spuren hin. Man muss keine Reihen zielen, man muss ja gar nichts machen, auch in Keilen. Ja? Wenn Keil ist quasi, wenn das letzte Stück sozusagen ein Dreieck ist, dann funktioniert das mit Autopilot einfach hervorragend. Du kannst dich nicht in den Reihen verziehen, du hast immer volle Arbeitsbreite, volles Arbeitsmaß. Würde ich machen. Und CMOS Auto Performance, muss ich ehrlich sagen, als ich den Häcksler gekriegt habe, habe ich gedacht, naja, weiß man nicht, ob man damit fahren kann, ob das so gut ist. Weil bis jetzt kannte ich das so, dass diese automatischen Systeme, die gehen halt nach Motorlast, dann wird die halt mal ein bisschen gedrückt, dann bremst er wieder, man hat immer die ganze Zeit dieses Wippen. Und das macht der hier gar nicht. Das ist so krass, dass er alleine dadurch, dass er die Schichtdicke im Einfluss misst, weiß er gleich, wie viel Leistung er danach benötigen braucht. Und das ist ein permanent anpassendes System. Das heißt, man legt gar keine Fahrstrategie fest. Schnell, rasant, schnell anpassen, weniger anpassen. Das lernt er automatisch anhand des Bestands, wie schnell sich der Bestand verändert. Und so entsprechend passt er auch seine Fahrstrategie an. Und es ist wirklich so, dass es in den meisten Fällen kann man das Ding fahren lassen. Da gibt es Momente, ich sag mal, man hat jetzt einen großen Bereich mit Wildschaden, dann beschleunigt er hoch und mit einmal ist der Bestand wieder geschlossen. Da macht sich dann wirklich gut, wenn man dann alleine zurücknimmt und ihn dann reinfahren lässt. Wenn der Bestand homogen ist, das Ding geht wie Sau. Und man muss sagen, der reguliert halt die ganze Zeit um 0,1 km/h, 0,2 km/h. Der achtet permanent, dass das Ding wirklich an 100% Auslastung fährt und das gelingt dem deutlich besser als mir. Weil klar kann ich das machen und ich kann noch mal richtig reinheizen und dann bin ich vielleicht auch noch mal in Momenten besser als der. Aber über den Tag, 12 Stunden am Tag, wird man auch kopftechnisch irgendwann müde. Man konzentriert sich auf andere Dinge. Wenn man zum Beispiel anfängt, den zu befüllen, ja, dann schaffen das auch nur sehr, sehr geübte Fahrer, gleichzeitig zu befüllen und permanent den Häcksler an Last ranzufahren. Bei ungeübten Fahrern fällt mir auf, wenn die anfangen, den Hänger wirklich voll zu machen, dann fahren die nur noch eine Geschwindigkeit konstant und dann wird gar nicht mehr richtig mit der Geschwindigkeit variiert. Das fällt mir da wirklich auch sehr auf. Und da ist das auch schon eine Hilfe. Weil schauen wir doch mal in die Lohnunternehmen. Wie viel unterm Strich Leute sind denn wirklich da, die jahrelang Häcksler fahren oder durch Personalmangel, wie viel kommen denn da rein, die vielleicht gar nicht gefahren sind und müssen sich jetzt erstmal anpassen? Ist ja, ich meine, ich habe, keine Ahnung, 5.000, 6.000, 7.000 Stunden Häcksler auf der Uhr insgesamt in meinem Leben schon gefahren. Und für mich ist das was anderes. Ich sehe einen Bestand und weiß, wie schnell der Häcksler da drin fahren kann. Quasi meiner. Ich bin ja quasi auf diese 600 PS-Klasse geeicht, vorher der Krone BX 630 und jetzt der hier. Und man hat quasi sein Kopf ist nachher schon so ein bisschen angepasst und dann weiß man ganz genau, was da durchgehen muss. Und dann weiß man auch manchmal, wenn es an den Pflanzen liegt, wenn die härter sind oder die Maschine einfach nicht performen will. Ja?
So, das Raupenlaufwerk macht die Maschine unfassbar komfortabel. Die ist zwar sperrig wie Sau, also wenn nicht wie ein Mähdrescher im Prinzip. Wenn man große strukturierte Regionen hat, ist das gar kein Thema, ist das gar kein Problem. Aber so kleine Kleckerecken, 1-2 Hektar, ist es schon sehr schwierig mit dem Ding. Das Ding ist halt überhaupt nicht wendig. So, ne? Aber ansonsten genießt man doch sehr viele Vorteile. Krecker wechseln, beziehungsweise... muss den Turm gerade runter machen. Umbauen auf Mais ist natürlich deutlich einfacher. Die Zugänglichkeit ist halt viel, viel besser bei einem Raupenmaschine. Aber wie sage ich das, bei Mähdreschern ist es ja genauso. Die Zugänglichkeit ist immens besser. Wie gesagt, Nachteil, das Ding ist sperrig. Und wenn man dann kleine Grünlandstücken hat, kleine Wiesenstücken, dann ist das auch nicht ganz so geil für die Grasnarbe. In großen Strukturen, wo man so jedes zweite, dritte Schwatt fahren kann, alles klar, dann hat man auch nicht mehr Spuren oder andere Spuren wie bei einer Radmaschine. Aber unterm Strich ist das so der Kompromiss, den man da eingehen muss. Ein Riesenvorteil sind natürlich die 2,98 Meter Transportbreite. Und ich wurde letztens tatsächlich mit diesem Häcksler angehalten. Und dann wollte man die Sondergenehmigung sehen. Und dann habe ich grinsend gesagt, ja, der braucht halt keine. Und dann konnten die das gar nicht so richtig glauben. Aber klar, da habt ihr einen guten Job gemacht. 2,98 Meter ist interessant. Du müsstest quasi ja für jede Transportfahrt ein Begleitfahrzeug vorher wegschicken. Ja? Und das muss ein Auto sein, muss quasi ein PKW unter 3,5 Tonnen sein. Und für jedes Stück, quasi für jedes Umsetzen, für jeden Meter. Und das Problem ist halt so, ja, macht man vielleicht nicht immer. Und wenn was passiert, hast du die Arschkarte, weil du kein Begleitfahrzeug hattest. Dir braucht bloß einer reinfahren. Und quasi dann hast du schon keinen Versicherungsschutz mehr, weil du eigentlich so nicht hättest fahren dürfen. Und das macht es im Prinzip auch so interessant, diese Maschine zu haben. Weil ich kann da alleine mit umsetzen, ich kann da alleine mit wohin fahren, muss gar nicht auf nichts anderes achten. Und das ist auch einer der größten Vorteile, den wir ehrlich gesagt haben bei dieser Maschine. Klar, die Bodenschonung ist da. Aber ein Häcksler an sich ist nicht die schwerste Maschine. Das heißt, wenn hier der als Radmaschine irgendwo mit balanciert und Gewicht, der ist dann irgendwo sicherlich bei 20 Tonnen. Wenn man einen Mähdrescher zum Beispiel sieht, ja, da geht der erstmal los bei 20 Tonnen. Ne? So, dann hat man den Vorteil, den wir auch über die Zeit festgestellt haben, den wir im Moorgrünland hatten und den wir auch nicht so auf dem Schirm hatten, dass man das Ding auch einfach zum Rausziehen nutzen kann. Ne? Wir haben im Moor immer die Probleme gehabt, dass wenn sich mal ein Transporter festfährt, da kann man mal mit dem Häcksler versuchen. Der Krone hat da zum Beispiel sehr schlecht performt. Also der Krone, das war ein Riesennachteil vom Krone. Also der Krone hat da wirklich seine Probleme gehabt mit richtig krass ziehen und mit jemandem rausziehen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr Moorgrünland habt, dann ist das wirklich ein Thema. Weil es passiert immer mal wieder, dass Transporter festfahren, sich liegen bleiben, weil das Ganze ist wie auf Eis einbrechen. Ja? Das hat nichts mit Fahrern zu tun. Das passiert selbst uns, die wir schon 30 Jahre auf den Flächen sind, dass wir uns da festfahren. Obwohl wir alles in- und auswendig kennen, aber das Ding ist unberechenbar. Und da ist das tatsächlich ein Grund. Das war beim alten Jaguar 69, den wir damals hatten, der hat die schon alle gut rausgezogen. Und jetzt beim Terratruck ist das ja noch brachialer. Der zieht ja alles raus. Das ist ja unfassbar, was der zieht. Und das ist ein Punkt, da muss halt nicht der Siloschieber kommen, da muss man vielleicht nicht abhacken. Das ist eine riesen Zeitersparnis unterm Strich. Also unterm Strich im Moor habe ich 10, 15 Mal jetzt über die 3 Jahre jemanden rausgezogen und davon war 5 Mal hätte der Siloschieber kommen müssen mindestens. Und auch vor 2 Jahren waren wir hier am Maishexen, hier oben, ein bisschen nördlicher. Das war es auch sehr, sehr weich und irgendwann trocknen die Flächen dann auch einfach nicht mehr ab. Weil wenn es, sagen wir mal, jeden zweiten Tag regnet und du hast halt nur noch 10 Grad am Tag und kaum noch Temperatursumme, dann trocknet das auch nicht mehr ab. Da muss man halt quasi in den sauren Apfel beißen und in den Bedingungen sich ein bisschen durchkämpfen. Und auch da macht das Ding natürlich einen riesen Vorteil. A, ist es trotzdem bodenschonend, das heißt, man hat quasi nur die Transporter, die auf die rote Karte des Bodens gehen. Und man kann die natürlich auch alle rausziehen. Und da waren auch welche wirklich fester drin, da muss man ehrlich auch zugeben. Und das ist mit dem Ding hier auch kein Problem. Kommen wir zum neuen Orbis, das neue Klappen, das ist geil. Und das hat noch nicht ein Problem gemacht.
Also es ist nicht einmal so, dass die Funktion nicht gegeben war, dass man, ja, jetzt muss man wieder auseinander und wieder zusammenklappen. Das haut hier alles nicht hin. Das hatte ich schon beim Easy Collect schon öfter und das schon ab ersten Jahr, dass die Klappung nicht richtig funktioniert hat. Das hier jedes Mal wirklich. Ansonsten ist es ich finde das neue Orbis wirklich gut und der Gutfluss hat sich deutlich geändert zum alten Orbis. Das heißt, die Pflanzen werden viel ruhiger reingezogen, werden viel reingekippt da reingezogen, sodass man viel weniger Kolbenverluste hat. Das Ganze ist hier viel gesitteter, funktioniert sehr gut. Das funktioniert beim Krone aber auch mächtig gewaltig geil, weil beim Krone hat man einen richtig geilen gesteuerten Gutfluss und das ist auch der Riesenvorteil von dem Krone, von dem Easy oder X-Collect. Das heißt, wenn man mal liegenden Mais hat, Wildschaden oder so, dann hat man das hier, dass zwischen den gegenläufigen Tellern sich das schon mal aufstockt und aufstaut. Das hat das Krone gar nicht. Das Krone geht immer durch wie Sau. Nichtsdestotrotz ist es immens, wenn beim Krone so ab 1000 Hektar geht da der Verschleiß los und dann merkt man das. Das heißt, das Ding muss man wirklich permanent, da darf man keinen Wartungsstau haben, sonst merkt man das sofort und dann fängt er an, nicht mehr alle Pflanzen mitzunehmen, dann bleiben unten drunter welche liegen. Und die Wartungskosten von dem Easy Collect, die waren immens hoch. Ja, ich denke mir, dass das beim X-Collect jetzt deutlich besser sein kann und dass das deutlich besser dann funktionieren wird. Aber die Wartungskosten waren gigantisch. Also das ist wirklich so, ich glaube eine Seite 6.000 €, also für 3 Meter, weil man muss die Messer... Der Weg ist frei. Man muss die Messer und die Gegenschneiden, glaube ich, tauschen und so weiter. Das war immens teuer. Also ich will mich darauf jetzt nicht festlegen, wie teuer das wirklich war, aber es war so teuer, dass ich euch sagen kann, so viel habe ich in den 7 Jahren mit dem alten Orbis nie reingesteckt an Geld. Und das war im Prinzip auch der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich nehme das neue Orbis. Wenn ihr da vieles besser gemacht habt, weil beim alten schlecht waren, dann ist es vielleicht ein guter Vorsatz geworden. Das ist wirklich ein guter Vorsatz geworden. Also ein Camper stand für mich auch gar nicht in Frage, weil ich auch gerne das immer alles in einer Hand habe. Ja? Also ich möchte zum Beispiel, wenn jetzt hier was ist mit der Maschine, möchte ich jetzt sagen, so Klaas, jetzt kümmert euch mal, macht mal was. Und dann will ich nicht, dass zum Beispiel, das kenne ich aus der Vergangenheit, wenn man jetzt nicht bei Klaas, aber vielleicht auch Hersteller gekauft hat, wo nicht immer alles so zusammengepasst hat, wie es eigentlich sollte. Dann war es immer so, ja, das liegt an dem. Ja, und der andere hat dann wieder gesagt, ja, das liegt aber an dem. Ja, so. Und das ist im Prinzip das, was nervt und das wollte ich nicht. Ich wollte, wenn was ist, will ich sagen, klar, das zieht hier nicht rein oder der Gutfluss ist nicht da, was ist da los? Und dann will ich nicht, dass die sagen, ja, das liegt am Vorsatz, du musst mal mit denen sprechen. Und die sagen dann am Ende, nee, es liegt an der Maschine, die zieht das nicht richtig rein. Und das ist quasi immer so ein Vorteil, wenn man alles in einer Hand kauft. Und deswegen, ich kannte das Orbis ja schon und habe da damals schon, ja, da waren schon ein paar 1000 Hektar drauf, also deutlich mehr als diese Maschine jetzt hier hat. Und außer, dass sich das Material ständig reingestopft hat, wenn das Material nass war, und das war ein Riesenproblem beim alten Orbis, also das Material einfach im Kanal vorne an der Ecke immer aufgestaut hat. Und das ging ab 1. Jahr, also ab 2. Jahr ging das nachher los. War das eine Riesenlast, aber ansonsten ging das ja auch ganz gut und Wartung war auch ganz vernünftig. Was mir auch gut gefällt, die Stoppeln, die werden hier gut aufgespleist. Der Schnitt ist deutlich besser geworden. Gefühlt schneidet dieses Orbis deutlich schneller als das alte. Die Messer drehen sich, glaube ich, viel schneller. Es ist deutlich steinunanfälliger geworden. Unten drunter ist viel weniger Material, was irgendwo aufliegen kann. Da war beim alten eine ganz andere Hausnummer. Da bist du auf den Stein aufgeeckt und dann war direkt mal so ein Einleitfinger da verbogen. Und den musstest du dann am Acker richten. Und ich habe auch schon ein paar Klamotten jetzt hier mitnehmen müssen, leider Gottes. Und hier ist gar nichts. Gar nichts. Das ist unten drunter ganz glatt gebaut, ganz unanfällig gebaut. Und das muss ich sagen, ich bin ein begeisterter Orbis-Fahrer. Das funktioniert inzwischen wie Sau. So, sicherlich hat man mal ab und zu, aber das hatte ich jetzt auch nur einen Tag. Da habe ich eigentlich auch den Getriebegang gewechselt im Einzug. Und dann ging das auch wieder. Seitdem hatte ich gar keine Stopfer mehr, auch nicht beim nassen Material. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich gut. Und auch beim Krone hatte ich das nachher. Im 1. Jahr ging das auch wie Sau. Im 2. fing das auch dann an mit Stopfer tatsächlich auch. Also der braucht sich davon auch nicht freisprechen. Da war das auch so. Beim Krone war das auch so, auch in der Häckselqualität, da, wenn der Kanal auch richtig voll war,
Dann war die Hexenqualität auch leider nicht mehr gut. Ansonsten Gras hat der utopisch gut geschnitten, der Krone. Da war der richtig, richtig gut. Und auch richtig nasses Gras, richtig modriges Gras ging da immer durch. Das ist ein Riesenvorteil vom Krone. Bei schlechten Bedingungen im Grünland, der hat immer performt. Das ging immer durch wie Sau. Ja, da hat der hier deutlich mehr Probleme. Und auch die Schnittqualität bei wenig Material. Klar, der hat einen kleineren Gutflusskanal, der Krone. Aber die war auch immer besser. Also muss man ehrlich sagen, mechanisch macht Krone vieles richtig. Sind aber so Kleinigkeiten, wo man denkt, da ist der Jaguar doch schon ein bisschen geiler. Oder performt da deutlich schon mal besser. Genau, also alles in allem kann ich sagen, performt das hier gut. Das Easy Collect hat auch seine Vorteile, gar keine Frage, definitiv. Also gerade bei schwierigen Bedingungen, Lagermais, Wildschaden, so performt das auch wie Sau, viel Unkraut. Das Ding hat auch immer gemäht, aber der Wartungsaufwand war auch immens von dem Teil. Was mich auch wirklich hier anspricht, ist einfach dieses Klappen von dem ganzen System, dass es vernünftig zuklappt und aufklappt. Pickup, muss ich sagen, Orbis, ja, die heißt Pickup, genau. Pickup, genau, von Claas. Muss ich euch ehrlich sagen, da ist die von Krone, finde ich da schon ein bisschen besser. Da hat man einfach nie dieses Wickeln, die nimmt das teilweise auch ein bisschen besser auf. Was bei der Claas Pickup ein bisschen besser ist, man kann da ein bisschen mehr mit den Höhen spielen. Also man kann aus der Kabine auch einfach mal ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer stellen, weil die in sich so ein bisschen beweglich gebaut ist. Und da kann man mal ein paar Punkte sehr gut überbrücken, wo man das tiefer oder höher machen kann. Da muss man nicht unbedingt immer direkt aus der Kabine das umstecken. Und das ist so ein bisschen der Nachteil von dem Krone gewesen. Da musste immer gleich rausgehen und was umstecken, um die Höhe anzupassen. Aber ansonsten gefiel mir die Krone Pickup auch wie Sau. Ich habe leider nicht, also ich habe ja nicht kein Disk hier, Disk-System, Direct Disk heißt es bei Claas, glaube ich, das Direktschneidwerk für GPS. Da hatte ich von Krone, das hat einfach alles gemäht. Gras, GPS, kleiner Mais, da ging alles durch und alles stoppfrei. Das Ding habe ich nicht einmal reversieren müssen, weil das da alles durchgeht. Das Ding funktioniert so gigantisch gut. Also Krone, Hut ab, das ging. Also die Vorsätze, das funktioniert. Und was ich auch ganz geil fand, im Krone muss ich ehrlich auch sagen, hydraulischer Vorsatzantrieb, das habe ich jetzt hier nicht. Das kann man bei Claas aber auch bestellen. Weil wenn du jetzt einfach mal ein bisschen zu viel in deinem Kanal drin hast, ja, du brauchst nicht reversieren, du brauchst nur anlaufen lassen und der Krone hat das ganz langsam anlaufen lassen, sodass er auch die härteste Stopfung da drin ohne Probleme wegbekommen hat, wenn man mal ein bisschen übertrieben hat. Man brauchte nicht reversieren. Das hat mir sehr gut gefallen beim Krone, muss man ehrlich sagen. Das ist hier manchmal so ein bisschen schwierig. Also dieses langsam Anlaufen war schon ein Ticken geiler. Wo kommen wir danach hin? Ertragsmessung, Ertragskartierung. Unterm Strich können wir sagen, wenn man so ein bisschen das mit einem Kalibrierwiegen macht, 1-2 Mal am Tag, gerade wenn die Bedingungen sich ändern von ganz grün auf ganz trockenen Mais, wenn man das ein bisschen macht, dann schafft man 1-3%. Das ist sehr genau, das haben wir beim Krone so nicht geschafft. Und auch der NIRS-Sensor hier ist eine Spur genauer. Ja, der andere hatte auch den NIRS-Sensor drauf. Genau, NIRS-Sensor, aber nur trockensubstanzbasiert. Der hat hier die Inhaltsstoffanalyse und ist schon ziemlich genau dieses System, muss man ehrlich sagen. Da sind ein paar Kleinigkeiten, die ich mir einfach wünschen würde. Warum, wenn ich die Trockenmasse messe und wenn ich den Durchsatz messe auf der Kartierung, warum kann ich mir denn nicht eine Trockenmassekarte angucken, Claas? Also das ist so ein Punkt, wenn ich Ackerbauprofi bin, interessiert mich eigentlich wenig der Feuchtertrag oder er ist hochgerechnet, quasi auf 33 oder 35%. Weil ansonsten interessiert mich nicht die Kartierung. Ich brauche halt bereinigte Erträge. Das bringt mir nichts, wenn ich ich nenne euch da einfach mal das Beispiel. Auf der Sandkuppe erntet ihr 20 Tonnen auf dem Hektar, aber früh abgereift bei 35% Trockenmasse, Trockensubstanz. Und in den Senken erntet ihr 70 Tonnen bei 28% Trockenmasse. Am Ende brauchen wir ja bereinigte Erträge. So, die 70 Tonnen sind ja nicht so viel wert, weil sie ja nur 28% Trockenmasse haben. Quasi 72% sind Wasser. Und
wenn wir da auf der Sandkuppe 45-50% Trockenmasse haben, dann sind die 20 Tonnen ja viel mehr wert. Versteht ihr, was ich euch sagen will? Und das ist im Prinzip, was dem Ackerbauprofi, der braucht bereinigte Erträge. Ja, also dann muss das Wasser im Prinzip ausgeschlossen werden oder das Wasser muss angeglichen werden, damit das richtig gut funktioniert, damit man sagen kann, jo, so waren die Nährstoffentzüge. Und genau das brauche ich auch im Grünland. Das heißt, wenn wir schon Protein messen und wir können eine Proteinkarte erzeugen, dann brauche ich aber auch, wie viele Tonnen Protein habe ich wo weggefahren? Oder wie viele Tonnen Trockenmasse? Damit ich das halt bereinigt berechnen kann. Und das ist eigentlich auch wichtig, weil sonst bringt mir das beste System nichts, wenn ich das im Prinzip nicht richtig auswerten kann. Dann nächster Punkt ist so ein bisschen Einschalten von einiger Technik. Ich verstehe auch nicht, dass man ganz viele Funktionen auf eine Taste packen muss mit dem Autopilot. Warum muss denn Autopilot und CMOS Auto Performance immer drauf? Warum? Manchmal will ich ihm nur lenken lassen, aber selber die Geschwindigkeit steuern. So, dann fährt er los und dann muss ich erstmal den Joystick bewegen, aber kriege immer so einen Ruckler rein, weil der misst ja quasi nicht sofort, sobald ich den bewege und hört dann auf, sondern ich muss über so ein bestimmtes Maß hinausgehen und dann verzögere ich extrem doll oder beschleunige nochmal extrem doll. Und das ist blöd. Warum macht man nicht einen Tipp, Autopilot rein und Doppelklick beides rein, meinetwegen? Oder irgendwie so eine Variante. Warum? Was ich ganz gut finde, und das habe ich erst die letzten Tage im Sturm lieben gelernt, dass ich mit den Favoritentasten mir quasi die Schultertasten hier hinten frei belegen kann. Und da habe ich zum Beispiel Turm heben und senken drauf gehabt. Das heißt, wenn hier im Sturm ist und da kommen kleine Transporte, dann fahre ich den Turm tiefer. Ich kann das alles über die Joystick-Taste machen. Auch beim Anhäckseln unter der Bäume kann ich den Turm einfach ein bisschen tiefer ziehen und muss nicht hier über die Schulter greifen. Das ist ein sehr gutes Ding, was das einfach viel erleichtert. Ein Punkt ist, den ich bei Claas Weltklasse finde, dass du einfach deine eingestellte Schnitthöhe super einfach am Terminal ändern kannst. Du musst das nicht über den Joystick unter- und übersteuern und neu abspeichern. Das brauchst du einfach gar nicht. Du hast so viele Funktionen, wie du das ändern kannst. Du kannst es auf Favoritentasten legen und dann kannst du über die Schultertaste das höher oder tiefer machen, prozentweise. Oder du kannst es hier an dem Joystick machen oder du kannst auf Terminal touchen und sagen, ja, du willst jetzt nicht 17% Höhe haben, du willst 19 machen. So marginale Anpassung. Das finde ich so geil, das fehlt mir bei New Holland einfach so immens. Da musst du das immer anpassen. Und New Holland nimmt immer so einen aktuellen Messwert anscheinend, weil wenn das denn mal gerade wippt und es wippt nach oben, ja, die Arschkarte, dann hast du höher gemacht statt tiefer. Und das finde ich einfach gut, dass du alle Funktionen beim Fahren über einfach Tasten angleichen kannst. Du musst nichts irgendwie einstellen und abspeichern. So, Bedienung, top. Kann man nichts zu sagen. Finde ich bei Krone aber auch ganz gut gelöst. Bei Krone fand ich ganz geil, dass es da Saisoneinstellungen gab. Das heißt, du hast einfach eingestellt Gras, bist du auf den Hexer gegangen, Saisoneinstellung Gras, und dann hat er alle Einstellungen geladen, inklusive Turmverlängerungen und Schnittlängen und Fruchtart und was auch immer. Der hatte alles geladen und das war ganz schön geil. Hier musste halt, ist kein großer Aufwand, aber hier musste halt reingehen und sagen, alles klar, ich habe jetzt 3 Turmverlängerungen drin, ja, Cracker ist jetzt verbaut, dies, das, jenes. So, das musst du im Prinzip hier machen. Ist jetzt kein großer Aufwand, aber das hat mir beim Krone auch sehr gut gefallen. Bedienung beim Krone war auch geil. Ich mag an sich dieses Joystick-Tippen, aber da mag ich das von New Holland zum Beispiel besser als das von Krone. Krone hat ähnlich wie bei Fenn, dass ein bestimmter Tipp, je nach Joystick, wie man das einstellt, eine bestimmte Geschwindigkeit ist. Bei New Holland ist es so ganz marginal, vorne machen ist Marginalgeschwindigkeit mehr, nach vorne tippen ist viel schneller, durchdrücken ist richtig schnell beschleunigen. Also da gibt es schon deutliche Unterschiede. Weil hier ist es manchmal so schwierig, der ist auch relativ steif, dieser Joystick, und geht relativ schwer. Wenn man manchmal nur so 0,2 km/h schneller fahren will, ist das schwierig oder man verkrampft sich da doll. Da ist das andere deutlich entspannter für die Hand. Aber ich weiß, da gibt es die und die Ansichten. Einige mögen wirklich das Tippen besser und einige mögen den festgestellten Joystick auch besser. Das weiß ich auch. Hiermit kann man zum Beispiel schneller einfach nach hinten fahren als mit dem Tipp-Joystick. Kommt auf den Hersteller an. Bei einigen muss man erst runterbremsen und dann nach hinten. Einige kann man auch direkt durchziehen und dann fahren die danach gleich rückwärts. Was mir auch hier aufgefallen ist, die Gegenschneide hält richtig lange. Wir fahren immer noch die erste Gegenschneide mit all den Hektaren. Wir haben hier
ja, ich weiß gar nicht, wie den Premium-Line-Gegenschneider, aber die gibt es noch ein bisschen besser als Premium-Line-Gegenschneider. Die ist halt so beschichtet. Bin der Meinung, das ist Titan. Und die hat, eine Seite fahren wir auf Gras und eine Seite fahren wir auf Mais. Das heißt, wenn wir Messer tauschen, drehen wir die. Das ist immer noch die erste. Und nach den ganzen Hektar geht das immer noch wie Sau. Also die ist auch nicht ausgewaschen, gar nicht. Und das hatten wir damals beim Jaguar auch festgestellt. Die Gegenschneiden halten extrem lange und der hält auch extrem lange seine Schnittqualität. Beim Krone war das auch so, sobald die nachher ein bisschen ausgewaschen aussah, hat der richtig Punkte verloren im Mais. Da musste man fast jährlich immer die Gegenschneide tauschen, damit das gut funktioniert hat. Aber die Schnittqualität im Krone war auch immer gut. Wir hatten aber, wie gesagt, einige Probleme, dass der manchmal das Material, so harte Pflanzen, hat der richtig verfilzt. Genau. Das können wir noch sagen. Ansonsten Fahrkomfort. Die Kabine ist nicht mehr Stand der Dinge. Inzwischen wird die größere verbaut. Da war die Krone-Kabine aber auch gut. Im Gesamten muss ich aber euch sagen, und das ist auch das, schöne Grüße gehen an Dennis raus. Ich unterhalte mich öfter mal mit Dennis von Agral und Müritz. Und der fährt ja auch quasi jeden Häcksler und alles stundenlang. Und der ist im Prinzip das Nachschlagewerk für den Jaguar schlechthin, Leute. Ihr könnt euch vorstellen, wenn der häckselt tausende Hektar jedes Jahr mit dem Jaguar. Seit Jahren. Also ich habe Dennis kennengelernt vor 13 Jahren. Und da war der schon Häcksler verrückt und der ist immer noch. Also da ist der schon 1000 Stunden im Jahr mit dem Häcksler gefahren. Der fährt immer noch ewig 4 Häcksler. Und Dennis ist das Nachschlagewerk für den Jaguar. Wenn irgendwann mal ein Jaguar hatte, dann hatte Dennis das auch und da kann man mal nachfragen. Und unterm Strich ist das auch, was er mir bestätigt hat. Im Jaguar ist das Arbeiten, der Fahrkomfort ist extrem immens gut. Man sitzt da drinnen, alles ist ruhig, alles ist entspannt hier drinnen. Man hat in den anderen Häckslern immer das Gefühl, man ist auf der Flucht. Man muss irgendwie kämpfen für seinen Durchsatz. Und hier sitzt man da so entspannt drinnen und steuert das alles so ruhig. Und das ist overall bei allen anderen Herstellern gefühlt nicht gegeben. Also ihr merkt, ich bin ein bisschen Jaguar begeistert, aber die Jungs haben, glaube ich, 60% Marktanteil in Deutschland bei Feldhäckslern. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Da gibt es Punkte, die können andere inzwischen viel besser. Ja, ich will zum Beispiel sagen, der Krone kann Grashäckseln viel besser als der hier. Aber der Gesamtdurchschnitt ist halt, und das ist eine grundsolide Maschine. Und die ist auch, ich will es nicht beschreiben, das ist das letzte Stück hier. Aber ist zuverlässig. Ja, wenn man mal was hat, ist ein Sensor. Aber es war nicht einmal, doch, die Magnetspule, Leute. Die hat uns hart Nerven gekostet. Und die hat uns auch so weit zurückgeworfen, dass wir nicht weiter häckseln konnten. Aber ansonsten war es ja nicht einmal gegeben, dass wir irgendwie ausgefallen sind wegen irgendeinem Bruch. Und das kann man der Maschine echt zuschreiben. Und das ist wichtig heutzutage. Ja, was bringt dir die Maschine, die den ganzen Tag Tonnen Durchsatz macht, aber jeden Tag, zweiten Tag steht die. Bringt eigentlich voran. Und im Prinzip, glaube ich, das sollte im Prinzip gewesen sein. Ich habe jetzt euch ein bisschen was erzählt. Für die Maschinen sind alles inzwischen, glaube ich, gute Häcksler. Und ich glaube, für Stecken braucht sich da keiner mehr. Ach, ein Riesenpunkt spricht auch für den Jaguar. Das war der Werterhalt. Also die Dinger haben richtig guten Werterhalt. Das heißt, wenn du die 3-4 Jahre gefahren hast, sind die noch richtig viel wert. Und irgendwann auch am Ende. Also quasi mein alten Jaguar, den habe ich 7 Jahre gefahren und der hatte nur die Hälfte an Wert verloren. Und das war im Prinzip der günstigste Häcksler, den ich jemals hatte. Ja, also der war in der Anschaffung, klar war der in der Anschaffung der teuerste von allen. Aber unterm Strich war der saugünstig, weil der zuverlässig war und einen guten Werterhalt. Und der wurde mir quasi aus den Händen gerissen. Also die wirst du los, die wirst du gut los. Und das ist auch das, was den Lexion so richtig voranbringt, weil der hat wirklich auch einen guten Restwert. Soweit erstmal. Leute, das war mein Fazit zum Jaguar, wo es so die Probleme gibt. Der hatte bis jetzt nicht viele. Und Verbesserungspotenzial ist immer da für die Hersteller, finde ich. Heute muss ich aber lange warten. Gestern den ganzen Tag durchgefahren. Heute haben sie hier 500 Meter mehr und müssen da in so einem kleinen Park immer gegeneinander warten. Na gut, jetzt ist die GoPro auch heiß geworden. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Hat Spaß gemacht. Ciao, ciao.